Geschichte. Gesundheit ist das Wichtigste. John war ein gewöhnlicher Typ mit einer außergewöhnlichen Leidenschaft für das Leben. Jeden Morgen schnürte er seine Laufschuhe und ging in den Park. Die frische Luft füllte seine Lungen, während er joggte und die lebendige Umgebung genoss. Er liebte das Gefühl der Freiheit, das durch Aktivität entsteht. Gesundheit hatte für ihn oberste Priorität und er glaubte, sie sei die Grundlage für ein glückliches Leben. Aber er wusste nicht, dass diese Reise bald auf die Probe gestellt werden würde. Als er rannte, bemerkte er eine Gruppe von Freunden, die lachten und Spaß hatten. Ihre Stimmen wehten weiter und erinnerten ihn an die Freude der Verbundenheit. John lächelte und war dankbar für das Leben, das er hatte, ohne sich der bevorstehenden Herausforderungen bewusst zu sein. Er beendete seinen Lauf, fühlte sich gestärkt und bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Bei der Arbeit sah sich John einem zunehmenden Druck ausgesetzt. Termine standen bevor und sein Arbeitspensum fühlte sich überwältigend an. Er saß an seinem Schreibtisch, starrte auf seinen Computerbildschirm und spürte das Gewicht des Stresses. Seine gesunde Routine geriet ins Wanken, als er der Arbeit Vorrang vor dem Wohlbefinden einräumte. Aus den Mittagespausen wurden schnelle Snacks an seinem Schreibtisch, was seine Angst schürte. Johns Kollegen bemerkten die Veränderung, aber er wischte ihre Bedenken ab. Er war entschlossen, sich in seinem Job zu beweisen, weil er glaubte, dass es das Opfer wert war. Aber als aus Tagen Wochen wurden, fühlte er sich erschöpfter und weniger motiviert. Sein Körper sehnte sich nach Bewegung und gesunden Mahlzeiten, die er einst geschätzt hatte. Es war Zeit für einen Realitätscheck. Er musste die Kontrolle wiedererlangen. Eines schicksalhaften Tages besuchte John den Arzt für eine Routineuntersuchung. Er spürte einen Knoten in seinem Magen, als er auf die Ergebnisse wartete. Der Arzt trat ein, sein Gesichtsausdruck war ernst und Johns Herz raste. Ihr Cholesterinspiegel ist höher, als er sein sollte, sagte der Arzt. John spürte, wie eine Welle der Panik ihn überkam. Das war nicht die Nachricht, die er wollte. Er war immer stolz auf seine Gesundheit gewesen, aber hatte er sie vergessen? Der Arzt betonte die Bedeutung eines ausgewogenen Lebensstils. Gesundheit ist das wichtigste Gut, das Sie haben, warnte er. John verließ das Büro erschüttert und erkannte, dass er Änderungen vornehmen musste. Der Weckruf war klar. Es war an der Zeit, der Gesundheit wieder Priorität einzuräumen. Entschlossen, die Dinge umzukehren, verpflichtete sich John zu einem gesünderen Lebensstil. Er füllte seine Küche mit frischem Obst und Gemüse und freute sich darauf, wieder zu kochen. Das Zubereiten von Mahlzeiten wurde zu seinem neuen Ritual und ersetzte das Fastfood, auf das er sich verlassen hatte. Jedes farbenfrohe Gericht erinnerte ihn an die Bedeutung der Ernährung. Er recherchierte nach Rezepten und war begierig darauf, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und gleichzeitig seinen Körper zu nähren. John nahm sich auch Zeit für tägliche Bewegung und entfachte so seine Liebe zum Laufen wieder. Er fühlte sich voller Energie und lud Freunde ein, sich ihm anzuschließen und verwandelte das Training in eine gesellige Zeit. Gelächter hallte durch den Park, als sie zusammen joggten und ihre Bindungen stärkten. John verspürte ein neues Gefühl der Zielstrebigkeit und war bereit, sich auf diese Reise einzulassen. Gesundheit war seine Priorität und er war entschlossen, dafür zu sorgen, dass sie Bestand hat. Als John in seine Fitnessroutine eintauchte, traten Herausforderungen auf.
An manchen Tagen fühlte er sich träge und unmotiviert und stellte sein Engagement in Frage. Im Fitnessstudio hatte er Mühe, Gewichte zu heben und fühlte sich besiegt. Aber sein Trainer ermutigte ihn und erinnerte ihn daran, dass Fortschritt Zeit braucht. Jeder kleine Schritt zählt, sagte der Trainer und flößte John Hoffnung ein. Er überwand das Unbehagen und wusste, dass Wachstum durch Beharrlichkeit entsteht. Allmählich bemerkte er Verbesserungen, sowohl körperlich als auch geistig. Johns Selbstvertrauen wuchs und er genoss die Stärke, die er aufbaute. Mit jedem Training fühlte er eine tiefere Verbindung zu seinem Körper und seiner Gesundheit. Hindernisse wurden zu Sprungbrettern auf seinem Weg zu einem gesünderen Leben. John suchte nach Wissen und Gemeinschaft, um seine Gesundheitsreise zu verbessern. Er besuchte lokale Gesundheitsseminare und war begierig darauf, von Experten zu lernen. Die Atmosphäre war voller Energie, als die Teilnehmer Tipps und Geschichten austauschten. Er fühlte sich von anderen inspiriert, die ähnliche Kämpfe und Triumphe teilten. John schloss sich einer Gruppe an, die sich auf gesundes Leben und Rechenschaftspflicht konzentrierte. Gemeinsam setzten sie sich Ziele und feierten große und kleine Erfolge. Das Unterstützungssystem motivierte ihn, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er erkannte, dass er auf dieser Reise nicht allein war. Auch andere standen vor Herausforderungen. Es entstanden Freundschaften, die in einer gemeinsamen Mission des Wohlbefindens wurzelten. Diese Gemeinschaft wurde zu einem wichtigen Bestandteil von Johns Weg zu einem gesünderen Leben. Als John Fortschritte machte, entdeckte er, wie wichtig Achtsamkeit ist. Er begann Yoga zu praktizieren und fand Frieden in der Stille seines Geistes. Die Sitzungen gaben ihm Halt und halfen, Stress und Angst abzubauen. Die Natur wurde sein Heiligtum. Er übte oft im Freien. Er atmete frische Luft ein und fühlte sich mit der Welt um ihn herum verbunden. Achtsamkeit lehrte ihn, auf seinen Körper zu hören und seine Bedürfnisse zu respektieren. John lernte, Arbeit, Bewegung und Entspannung in Einklang zu bringen. Dieser ganzheitliche Ansatz bereicherte seine Gesundheitsreise und förderte inneren Frieden. Er fühlte sich befähigt, Entscheidungen zu treffen, die seinen Werten entsprechen. Gesundheit war nicht nur physisch, sie umfasste Körper, Geist und Seele. Ernährung wurde zu einem Eckpfeiler von Johns erneuerten Lebensstil. Er erforschte verschiedene Diäten, wobei er sich auf Vollwertkost und ausgewogene Mahlzeiten konzentrierte. Das Kochen mit Freunden machte die Zubereitung von Mahlzeiten zu einer unterhaltsamen, sozialen Aktivität. Sie tauschten Rezepte und Tipps aus und entdeckten gemeinsam neue Zutaten. John spürte den Unterschied. Sein Energieniveau stieg und er fühlte sich leichter. Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Wohlbefinden wurde glasklar. Er liebte es, mit Aromen und Farben zu experimentieren und Mahlzeiten aufregend zu gestalten. Aus Abendessen wurden Feste der Gesundheit und Freundschaft. Gelächter erfüllte die Luft, als sie köstliches, nahrhaftes Essen genossen. Diese Reise mit Freunden zu teilen, machte es umso lohnender. Trotz seiner Fortschritte waren Rückschläge unvermeidlich. An einem Wochenende war John überwältigt und griff nach Hausmannskost. Er saß auf der Couch, schaute gedankenlos fern und fühlte sich wegen seiner Entscheidungen schuldig.
Die einst lebhaften Mahlzeiten wurden durch Chips und Limonade ersetzt, eine vertraute Falle. Er erkannte, dass er in alte Gewohnheiten zurückgefallen war und sich besiegt fühlte. Aber anstatt sich in Verzweiflung zu suhlen, beschloss er, darüber nachzudenken, was passiert war. John verstand, dass Rückschläge Teil der Reise waren, nicht das Ende. Er schmiedete einen Plan, um wieder auf Kurs zu kommen, und konzentrierte sich auf Selbstmitgefühl. Mit neuer Entschlossenheit beschloss er, aus dieser Erfahrung zu lernen. Es war Zeit, wieder aufzustehen und die Reise zur Gesundheit fortzusetzen. Um seinen Geist zu verjüngen, suchte John Trost in der Natur. Er ging in die nahegelegenen Berge wandern und spürte, wie die frische Luft ihn belebte. Die Schönheit der Landschaft erinnerte ihn an die einfachen Freuden des Lebens. Jeder Schritt auf dem Trail fühlte sich befreiend an und ließ Stress und Negativität los. John machte eine Pause, um die Aussicht zu genießen, und war dankbar für seine Reise. Die Natur wurde zu einer Inspirationsquelle und weckte sein Verlangen nach Gesundheit. Er begann, Outdoor-Aktivitäten in seine Routine aufzunehmen. Das Wandern mit Freunden wurde zu einem wöchentlichen Abenteuer, bei dem man sich über gemeinsame Erlebnisse verbindet. John fühlte sich lebendig und umarmte die natürliche Welt und ihre Heilkraft. Diese Verbindung zur Natur vertiefte seine Wertschätzung für seine Gesundheit. Mit neuer Zielstrebigkeit setzte sich John neue Gesundheitsziele. Er schrieb sie auf und machte sie greifbar und erreichbar. Vom 5. Laufen bis hin zum Erlernen einer neuen Yoga-Pose war er begeistert. John glaubte, dass das Setzen von Zielen ihn motivierte und rechenschaftspflichtig machte. Er teilte seiner Selbsthilfegruppe seine Bestrebungen mit und bat um Ermutigung. Jeder Meilenstein wurde zu einer Feier seines Engagements für Gesundheit. John visualisierte seinen Erfolg und stellte sich vor, wie er die Ziellinie überquerte. Dieser Prozess beflügelte seine Entschlossenheit und inspirierte ihn, weiterzugehen. Er betrachtete Herausforderungen als Chancen für Wachstum und Lernen. Die Reise war genauso wichtig wie das Ziel. Er war bereit. Als John härter trainierte, baute er sowohl körperliche als auch geistige Belastbarkeit auf. Jedes Training brachte ihn über seine Grenzen hinaus und offenbarte seine innere Stärke. Er lernte, Unbehagen als Teil des Wachstumsprozesses zu akzeptieren. Mit jedem Schweißtropfen verspürte er ein Erfolgserlebnis. Die Herausforderungen wurden zu Gelegenheiten, sich zu beweisen. John entdeckte die Macht einer positiven Denkweise. Sie hat alles verändert. Er feierte kleine Siege, da er wusste, dass sie zu bedeutenden Fortschritten führten. Seine Selbstdisziplin wuchs und machte ihn zu einer widerstandsfähigeren Person. John erkannte, dass wahre Stärke von der Überwindung von Kämpfen herrührt. Er wurde die beste Version seiner selbst, ein Training nach dem anderen. Motiviert durch seine Transformation beschloss John, seine Geschichte zu erzählen. Er sprach auf Gemeinschaftsveranstaltungen und schärfte das Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden. Seine Leidenschaft fand bei anderen Anklang und weckte Interesse und Motivation. John gab Tipps und Ressourcen und ermutigte die Menschen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.
John nahm Kontakt zu Personen auf, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren, und bot Unterstützung an. Die Gemeinschaft schloss sich der Botschaft an, dass Gesundheit eine Priorität ist. Er organisierte Workshops und setzte das Bewusstsein in Maßnahmen für einen gesünderen Lebensstil um. Johns Reise hatte sich geschlossen. Er war jetzt ein Hoffnungsträger. Nach Monaten harter Arbeit zahlte sich Johns Ausdauer aus. Er beendete sein erstes 5. Rennen und überquerte die Ziellinie voller Begeisterung. Seine Freunde jubelten ihm zu und teilten die Freude über seine Leistung. Die Trophäe fühlte sich schwer in seinen Händen an, aber der Stolz war noch schwerer. John feierte mit einem Treffen, bei dem nicht nur das Rennen, sondern auch die Reise gewürdigt wurde. Lachen und Freude erfüllten die Luft, als sie Geschichten über ihre Erlebnisse erzählten. Er dachte darüber nach, wie weit er gekommen war, und war dankbar für sein Unterstützungssystem. Jeder Meilenstein war ein Beweis für sein Engagement für Gesundheit. John wusste, dass dies erst der Anfang war. Es gab noch mehr Ziele zu verfolgen. Er fühlte sich gestärkt und bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihm lagen. Als John seine Reise fortsetzte, erfuhr er, wie wichtig Flüssigkeitszufuhr ist. Er machte es sich zur Gewohnheit, eine Wasserflasche überall hin mitzunehmen. Bei Picknicks mit Freunden betonte er die Vorteile einer Flüssigkeitszufuhr. Wasser ist lebenswichtig für unseren Körper, erklärte er und teilte sein neu gewonnenes Wissen mit. John spürte den Unterschied. Richtige Flüssigkeitszufuhr verbesserte sein Energieniveau. Er ermutigte seine Freunde, mehr Wasser zu trinken, was daraus eine unterhaltsame Herausforderung machte. Sie kreierten farbenfrohe, aufgegossene Wasserrezepte, die die Flüssigkeitszufuhr aufregend machten. John erkannte, dass kleine Änderungen zu erheblichen Verbesserungen führen könnten. Er war stolz darauf, das Gelernte weiterzugeben und eine Gesundheitskultur zu fördern. Flüssigkeitszufuhr wurde zu einem wichtigen Bestandteil seiner gesamten Wellness-Routine. In seinen Streben nach Gesundheit entdeckte John, wie wichtig Ruhe und Erholung sind. Er erfuhr, dass Ruhe kein Zeichen von Schwäche, sondern ein entscheidender Teil des Fortschritts ist. Die Einbeziehung von Ruhetagen in seine Routine ermöglichte es seinem Körper zu heilen. John nahm Aktivitäten wie Stretching und Yoga an, um die Entspannung zu fördern. Er fand Freude daran, auf seinen Körper zu hören und sein Bedürfnis nach Erholung zu respektieren. Dieses neu gewonnene Verständnis trug dazu bei, Burnout und Verletzungen vorzubeugen. John priorisierte den Schlaf und erkannte seine Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit. Er fühlte sich während des Trainings energiegeladener und konzentrierter, dank der richtigen Ruhe. Die umfassende Genesung wurde zu einem wichtigen Aspekt seiner Gesundheitsreise. John verstand, dass Ausgewogenheit der Schlüssel zu nachhaltigem Wohlbefinden ist. Als John Fortschritte machte, traten Versuchungen immer häufiger auf. Bei geselligen Zusammenkünften winkten ihm aus allen Ecken ungesunde Snacks. Er verspürte Momente der Schwäche, aber er hatte gelernt, mit Heißhungerattacken umzugehen. John übte Mäßigung und gönnte sich gelegentlich Leckereien ohne Schuldgefühle. Er konzentrierte sich darauf, gesündere Entscheidungen zu treffen und sich für nahrhafte Optionen zu entscheiden. Ausgewogenheit ist wichtig, erinnerte er sich selbst und blieb seinen Zielen treu. Seine Freunde unterstützten ihn und beteiligten sich oft an gesünderen Entscheidungen. John fühlte sich befähigt, Entscheidungen zu treffen, die seinen Werten entsprechen. Er verstand,
dass eine Nachsicht seinen Fortschritt nicht zunichte machen würde. Versuchungen wurden zu Gelegenheiten, sein Engagement für Gesundheit zu bekräftigen. Johns Reise inspirierte die Menschen um ihn herum und sorgte für einen Dominoeffekt in seiner Gemeinde. Freunde begannen, gesündere Gewohnheiten anzunehmen, motiviert durch seine Transformation. Er organisierte Gruppentrainings im Park und lud alle ein, daran teilzunehmen. Die Energie war ansteckend, als sie zusammen trainierten, lachten und sich gegenseitig ermutigten. John war stolz, weil er wusste, dass er positive Veränderungen ausgelöst hatte. Die Gemeinde nahm diesen neuen Lebensstil an und förderte eine Wellnesskultur. Die Menschen begannen, ihre Geschichten zu teilen und schufen so ein unterstützendes Netzwerk. John erkannte, dass Gesundheit eine kollektive Reise war, keine einsame. Gemeinsam feierten sie Erfolge und motivierten sich gegenseitig, weiterzumachen. Der Welleneffekt seiner Reise hatte sich in eine Bewegung für Gesundheit verwandelt. Als sich Johns körperlicher Gesundheitszustand verbesserte, erkannte er, wie wichtig psychische Gesundheit ist. Er begann, Achtsamkeitspraktiken in seinen Tagesablauf zu integrieren. Meditation wurde für ihn zu einem Zufluchtsort, der für Klarheit und Frieden sorgte. John lernte, durch Atemübungen und Reflexion mit Stress umzugehen. Er verstand, dass geistiges Wohlbefinden genauso wichtig war wie körperliche Fitness. Die Priorisierung der Selbstpflege ermöglichte es ihm, das Gleichgewicht in seinem Leben aufrechtzuerhalten. John ermutigte Freunde, sich auch mit Praktiken für psychische Gesundheit zu befassen. Sie tauschten Erfahrungen aus und förderten offene Diskussionen über Wohlbefinden. Dieser ganzheitliche Ansatz bereicherte seine Reise und schuf eine tiefere Verbindung zu sich selbst. John fühlte sich gestärkt und umarmte Körper und Geist in seinem Streben nach Gesundheit. Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen suchte John nach neuen Herausforderungen. Er meldete sich für ein Hindernislaufrennen an, aufgeregt und doch nervös. Die Veranstaltung testete seine körperlichen und geistigen Grenzen auf eine Weise, die er nicht erwartet hatte. Als er sich jedem Hindernis stellte, überwand er Selbstzweifel und Angst. John war begeistert, als er die Herausforderungen einer nach dem anderen meisterte. Die Kameradschaft mit anderen Teilnehmern beflügelte seine Entschlossenheit. Er erkannte, dass Wachstum oft dadurch entsteht, dass man die Komfortzonen verlässt. Das Überqueren der Ziellinie fühlte sich wie eine monumentale Leistung an. John feierte nicht nur den Sieg, sondern auch die Reise, die nötig war, um dorthin zu gelangen. Er verstand, dass Herausforderungen Chancen für Wachstum und Entdeckung waren. Kochen wurde für John zu einem freudvollen und kreativen Medium. Er experimentierte mit Aromen und Zutaten und sorgte dafür, dass gesunde Mahlzeiten Spaß machten. Jedes Gericht war ein Fest der Ernährung, strotzte nur so vor Farbe und Geschmack. John liebte es, Freunde einzuladen und seine kulinarischen Kreationen zu teilen. Sie versammelten sich um den Tisch und genossen nicht nur das Essen, sondern auch die Gesellschaft. Das gemeinsame Kochen wurde zu einem verbindenden Erlebnis voller Gelächter. John fühlte sich durch das Wissen, das er über Ernährung gewonnen hatte, gestärkt. Er entdeckte die Freude, sich und andere durch Nahrung zu ernähren. Gesundes Essen wurde von einer lästigen Pflicht in ein herrliches Abenteuer verwandelt. John betrachtete das Kochen als wesentlichen Bestandteil seiner Wellnessreise. John nutzte die Kraft der Positivität
als er seine Reise fortsetzte. Er begann, Tagebücher zu schreiben und über seine Gedanken und Erfahrungen nachzudenken. Dankbarkeit wurde zu einer täglichen Praxis und verlagerte seine Denkweise auf Fülle. John schrieb positive Affirmationen und bekräftigte damit sein Engagement für Gesundheit. Diese Praxis half ihm, negative Selbstgespräche und Zweifel zu überwinden. Er teilte seine Erkenntnisse mit Freunden und ermutigte sie, ähnliche Gewohnheiten anzunehmen. Positivität wurde zu einem Eckpfeiler seines Lebensstils und beeinflusste alle Lebensbereiche. John fühlte sich leichter und widerstandsfähiger und war bereit, sich Herausforderungen direkt zu stellen. Die Auswirkungen der Positivität breiteten sich in seiner Gemeinde aus. Zusammen feierten sie nicht nur Erfolge, sondern auch die Freude an der Reise. John erkannte die Bedeutung einer soliden Morgenroutine. Er begann seine Tage mit Achtsamkeit und gab einen positiven Ton für das an, was vor ihm lag. Das Trinken von grünem Tee während des Tagebuchschreibens wurde zu einem geschätzten Ritual, um sich zu dehnen und zu meditieren und seinen Geist und Körper zu zentrieren. Diese Routine half ihm beim Übergang von Schlaf zu einem produktiven Tage. Er fühlte sich voller Energie und konzentriert und war bereit, seine Ziele in Angriff zu nehmen. John teilte seine Morgenroutine mit Freunden und ermutigte sie, sie auszuprobieren. Sie begannen ihren Morgen zusammen und schufen ein Gemeinschaftsgefühl. Die Vormittage verwandelten sich in eine heilige Zeit für John begrüßte die Veränderungen, die er in den letzten Monaten durchgemacht hatte. Er schaute in den Spiegel und bemerkte das körperliche und emotionale Wachstum. Das Selbstvertrauen strahlte von ihm aus, ein Beweis für seine harte Arbeit. Jede Veränderung war eine Erinnerung an sein Engagement für Gesundheit und Wohlbefinden. John feierte nicht nur die körperliche Transformation, sondern auch die innere Stärke, die er kultiviert hatte. Er teilte seine Reise online und inspirierte andere, ihren Weg zu beschreiten. Das Feedback floss ein und er fühlte sich zu dieser Gemeinschaft zugehörig. John verstand, dass Veränderung ein kontinuierlicher Prozess war, kein Ziel. Jeder Tag bot neue Möglichkeiten für Wachstum und Selbstfindung. Er war gespannt, wohin ihn diese Reise als nächstes führen würde. John begann, Schlaf als entscheidenden Aspekt seiner Gesundheit zu priorisieren. Er erfuhr, dass eine gute Erholung für die Erholung und das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich ist. Die Erstellung einer Schlafenszeitroutine half ihm, sich nach anstrengenden Tagen zu entspannen. Er dimmte das Licht und schaltete die Bildschirme aus, um Ruhe in seinen Raum zu bringen. John spürte den Unterschied. Besserer Schlaf verbesserte seine Stimmung und Konzentration. Freunde bemerkten die positiven Veränderungen an ihm, was zu Diskussionen über den Schlaf führte. Sie gaben Tipps zur Schaffung einer erholsamen Umgebung und zur Förderung eines gemeinschaftlichen Ansatzes. John erkannte, dass Schlaf eine wichtige Säule der Gesundheit ist, die oft übersehen wird. Er ermutigte andere, Ruhe als Teil ihrer Reise zu priorisieren. Zusammen feierten sie die Vorteile eines guten Schlafes. Motiviert durch seine Reise beschloss John, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Er engagierte sich ehrenamtlich auf lokalen Gesundheitsmessen, um sein Wissen weiterzugeben. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Gemeinde stellte er Ressourcen und Ratschläge zur Verfügung. John verspürte ein tiefes Gefühl der Erfüllung darin, anderen auf ihrem Weg zur Gesundheit zu helfen.
Er organisierte Workshops mit den Schwerpunkten Ernährungs- und Fitnesserziehung. Die Community reagierte positiv und war begierig darauf, zu lernen und teilzunehmen. John erkannte, dass Gesundheit eine kollektive Anstrengung ist und alle davon profitieren. Freiwilligenarbeit verband ihn mit anderen und verstärkte die Bedeutung von Unterstützung. Zusammen bauten sie eine gesündere Gemeinschaft auf und förderten das Bewusstsein und das Handeln. John war stolz darauf, Teil einer Bewegung zu sein, die sich dem Wohlbefinden verschrieben hat. Als John sich weiterhin der Gesundheit zuwandte, suchte er nach neuen Hobbys. Er erkundete verschiedene Fitnesskurse und wollte sich selbst herausfordern. Von Tanz bis zur Kampfkunst sorgte jede Klasse für neue Aufregung. John liebte den Nervenkitzel, etwas Neues zu lernen und neue Leute kennenzulernen. Diese Aktivitäten diversifizierten seine Routine und hielten sie frisch und ansprechend. Er fühlte sich durch die Abwechslung gestärkt und verbesserte seine körperliche und geistige Gesundheit. John ermutigte Freunde, ihn bei diesen neuen Abenteuern zu begleiten. Zusammen entdeckten sie unterhaltsame Möglichkeiten, aktiv zu bleiben und gleichzeitig die Gesellschaft des anderen zu genießen. Diese Hobbys machten Bewegung zu einer freudigen Erfahrung. Johns Reise wurde zu einem Fest der Erkundung und Kreativität. Rückschläge sind ein natürlicher Bestandteil jeder Reise, und John hat sie mit Resilienz bewältigt. Eines Abends versammelten er und seine Freunde sich über ihre Kämpfe auszutauschen. Sie sprachen offen über Herausforderungen, Ängste und Momente des Zweifels. John erkannte, dass Verwundbarkeit sie näher zusammenbrachte. Unterstützende Worte und gemeinsame Erlebnisse erfüllten den Raum und schufen einen sicheren Raum. Sie brainstormten nach Lösungen und halfen sich gegenseitig, Hindernisse zu überwinden. John verstand, dass Rückschläge Wachstumschancen und keine Misserfolge waren. Gemeinsam bekräftigten sie ihr Engagement für Gesundheit und Wohlbefinden. Die Verbundenheit, die sie teilten, bestärkte ihre Entschlossenheit, weiter voranzukommen. John war dankbar für diese Gemeinschaft der Unterstützung angesichts der Herausforderungen. John entdeckte die Kraft der Dankbarkeit als wesentlichen Bestandteil seiner Reise. Jeden Tag nahm er sich Zeit, um darüber nachzudenken, wofür er dankbar war. Das Tagebuchschreiben im Freien wurde zu einem beliebten Ritual, das ihn mit der Natur verband. Diese Praxis änderte seine Denkweise und konzentrierte sich eher auf Fülle als auf Mangel. John teilte seine Dankbarkeitspraxis mit Freunden und inspirierte sie, sich anzuschließen. Zusammen schufen sie einen Dankbarkeitskreis und tauschten wöchentlich ihre Überlegungen aus. Die positive Energie förderte tiefere Verbindungen und Wertschätzung für das Leben. John erkannte, dass Dankbarkeit nicht nur seine Denkweise, sondern auch seine Gesundheit verbesserte. Es wurde zu einer täglichen Erinnerung an die Schönheit sowohl von Herausforderungen als auch von Triumphen. Mit Dankbarkeit fühlte er sich auf seiner Reise geerdeter und erfüllter. Als John seine Reise fortsetzte, blickte er hoffnungsvoll und entschlossen nach vorne. Er dachte darüber nach, wie weit er gekommen war und welche Lehren er daraus gezogen hatte. In seinem Kopf formten sich neue Ziele, die ihn für die Zukunft begeisterten. John stellte sich ein Leben voller Gesundheit, Glück und Zielstrebigkeit vor. Er fühlte sich durch das Wissen und die Erfahrungen, die er gesammelt hatte, gestärkt. Jeder Tag war eine neue Gelegenheit, zu wachsen und zu gedeihen.
John verstand, dass die Reise andauerte ohne Ziellinie. Er nahm die Ungewissheit an und war bereit, sich allem zu stellen, was als nächstes kam. Mit einem Herzen voller Dankbarkeit ging er zuversichtlich in die Zukunft. John setzte sich dafür ein, Gesundheit zu einem lebenslangen Ziel zu machen. John fühlte sich gezwungen, seine Geschichte weit und breit zu erzählen. Er organisierte Vorträge in lokalen Gemeindezentren, um andere zu inspirieren. Seine Reise fand bei vielen Anklang und weckte Interesse und Motivation. John teilte sowohl Triumphe als auch Kämpfe und betonte Authentizität. Menschen, die mit seiner Verletzlichkeit verbunden sind und sich selbst in seiner Geschichte wiederfinden. Er ermutigte sie, ihre ersten Schritte in Richtung einer besseren Gesundheit zu unternehmen. Johns Leidenschaft weckte im Publikum den Wunsch nach Veränderung. Er verspürte einen Sinn darin, anderen die Möglichkeit zu geben, Wohlbefinden zu priorisieren. Die Wirkung seiner Worte war tiefgreifend und weckte eine Welle der Inspiration. John wusste, dass es ein wichtiger Teil seiner Mission war, seine Reise mit anderen zu teilen. John vertiefte sich in lokale Ereignisse und nahm den Geist der Gemeinschaft an. Er nahm an lustigen Läufen und Gesundheitsmessen teil und feierte gemeinsam Wellness. Die Energie war ansteckend, als sich die Teilnehmer gegenseitig anfeuerten. John liebte das Gefühl der Kameradschaft und die gemeinsamen Ziele unter Fremden. Diese Veranstaltungen wurden zu einer Plattform zur Sensibilisierung für Gesundheit. Er ermutigte andere, sich ihm anzuschließen und förderte so ein Gefühl der Zugehörigkeit. John erkannte, dass das Engagement in der Gemeinschaft seine eigene Reise bereicherte. Zusammen schufen sie ein lebendiges Geflecht aus Gesundheit und Unterstützung. Er war stolz darauf, Teil einer Bewegung zu sein, die Wohlbefinden feierte. Die Freude an diesen Veranstaltungen bestärkte sein Engagement für eine gesündere Gemeinschaft. Johns kulinarische Abenteuer führten ihn dazu, neue Küchen zu entdecken. Er besuchte Bauernmärkte und war begeistert von der Vielfalt der frischen Produkte. Jeder Besuch weckte die Kreativität in der Küche und inspirierte zu neuen Gerichten. John liebte es, mit Aromen aus der ganzen Welt zu experimentieren. Er entdeckte die Freude am Kochen gesunder Mahlzeiten, die auch kulturell reich waren. Das Teilen dieser Gerichte mit Freunden wurde zu einem Fest der Vielfalt. Sie erkundeten verschiedene Kulturen durch Essen und stellten so bedeutungsvolle Verbindungen her. John verspürte ein Gefühl von Abenteuer, als er seine Komfortzone verließ. Kochen wurde zu einer Möglichkeit, Traditionen zu ehren und gleichzeitig die Gesundheit zu fördern. Diese Erkundung vertiefte seine Wertschätzung für nahrhafte, schmackhafte Mahlzeiten. John nahm sich Zeit, um über sein Wachstum und seine Transformation nachzudenken. Er saß im Park und dachte über die Lektionen nach, die er unterwegs gelernt hatte. Er war dankbar für die Herausforderungen, die ihn zu dem gemacht hatten, was er war. Jeder Kampf hatte seine Widerstandsfähigkeit gestärkt und ihm den Wert von Ausdauer beigebracht. John erkannte die Bedeutung von Selbstmitgefühl auf seiner Reise. Er feierte den Fortschritt, egal wie klein er war, und war stolz darauf. Das Nachdenken über seine Reise weckte in ihm den Wunsch, weiter voranzukommen. Er verstand, dass Wachstum ein kontinuierlicher Prozess und kein Ziel war. John freute sich auf die Zukunft und war bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Diese Reflexion festigte sein Engagement
für lebenslange Gesundheit und Wohlbefinden. John entdeckte die Freude an Bewegung durch den Tanz. Er nahm an einem lokalen Tanzkurs teil, um sich kreativ auszudrücken. Der Rhythmus und die Musik lösten in ihm ein Gefühl der Freiheit aus. John liebte das Lachen und die Verbindung zu anderen Tänzern. Tanzen wurde zu einer freudigen Art, aktiv zu bleiben und gleichzeitig Spaß zu haben. Er ermutigte Freunde mitzumachen und verwandelte Bewegung in eine Feier. Jede Klasse war eine Erinnerung daran, dass Bewegung Freude bereiten und befreiend sein kann. John fühlte sich lebendiger denn je und genoss die Energie des Augenblicks. Diese neu entdeckte Leidenschaft verlieh seiner Wellnessreise eine lebendige Dimension. Er verstand, dass es bei Gesundheit nicht nur um Disziplin, sondern auch um Freude geht. John legte im Rahmen seiner Gesundheitsreise Wert auf die Pflege von Beziehungen. Er organisierte regelmäßige Treffen mit Freunden, bei denen es um Verbindungen ging. Picknicks wurden zu einem Favoriten, voller Lachen und gesunder Leckereien. John wusste, dass starke Beziehungen zum allgemeinen Wohlbefinden beitrugen. Das Teilen von Mahlzeiten und Erlebnissen vertiefte ihre Bindungen und Unterstützungssysteme. Er ermutigte zu Offenheit und Verletzlichkeit bei diesen Zusammenkünften. John war dankbar für das Netzwerk von Freunden, die sich gegenseitig beflügelten. Gemeinsam feierten sie Erfolge und meisterten Herausforderungen. Dieses Gemeinschaftsgefühl hat seine Gesundheitsreise zutiefst bereichert. John erkannte, dass Beziehungen eine wichtige Säule für ein gesundes Leben sind. John begann, sich an den örtlichen Schulen für Gesundheit und Wohlbefinden einzusetzen. Er wollte die jüngere Generation dazu inspirieren, ihrer Gesundheit Priorität einzuräumen. Er besuchte Klassenzimmer und erzählte auf ansprechende Weise Geschichten und Tipps. John ermutigte die Schüler, schon früh gesunde Entscheidungen zu treffen. Seine Leidenschaft fand bei ihnen Anklang und weckte Interesse und Neugier. Er organisierte unterhaltsame Aktivitäten zur Förderung der körperlichen Fitness und Ernährung. John fühlte sich befähigt, ein positives Vorbild für die Jugend zu sein. Die Schüler reagierten begeistert und waren begierig darauf, zu lernen und teilzunehmen. Er war sich bewusst, dass die frühzeitige Pflege gesunder Gewohnheiten zu lebenslangen Vorteilen führen kann. John war stolz darauf, Teil einer Bewegung zu sein, die sich für zukünftige Generationen einsetzt. Auf seiner Reise lernte John, wie wichtig Ausgeglichenheit ist. Er erkannte, dass das Leben ein empfindlicher Tanz zwischen Arbeit, Gesundheit und Beziehungen ist. John praktizierte Yoga und fand Harmonie in sich und seiner Umgebung. Dieses Gleichgewicht erstreckte sich auch auf seine Essgewohnheiten und Trainingsroutinen. Er lernte, auf seinen Körper zu hören und seine Bedürfnisse ohne Extreme zu respektieren. John ermutigte Freunde, ihr eigenes Gleichgewicht im Leben zu finden. Gemeinsam diskutierten sie Strategien zur Vermeidung von Burnout und Stress. Er verstand, dass Ausgeglichenheit für nachhaltiges Wohlbefinden unerlässlich ist. John nahm das Auf und Ab des Lebens an und fühlte sich friedlicher. Diese Reise zur Ausgeglichenheit bereicherte sein allgemeines Wohlbefinden. John organisierte eine Feier, um die gemeinsamen Fortschritte aller zu würdigen. Die Veranstaltung war voller Freude, Gelächter und geteilter Transformationsgeschichten. Er überreichte Freunden die Auszeichnung Hier Champion für ihr Engagement. Jede Auszeichnung stand für die harte Arbeit und das Engagement, das sie gezeigt hatten,
John war stolz darauf, nicht nur seine Reise, sondern die aller anderen zu feiern. Die Atmosphäre war voller Positivität und Ermutigung. Sie teilten gesundes Essen, tanzten und dachten über ihre Erfolge nach. John erkannte, dass das Feiern von Fortschritten das Gemeinschaftsgefühl förderte. Diese Veranstaltung stärkte ihre Bindungen und ihr Engagement für Gesundheit. Zusammen blickten sie nach vorne und freuten sich auf die bevorstehenden Reisen. John stand voller Hoffnung und Entschlossenheit am Scheideweg seiner Reise. Er erkannte, dass Gesundheit nicht nur eine Phase, sondern eine lebenslange Verpflichtung war. Jeder Schritt, den er unternahm, war ein Beweis für sein Engagement für Wohlbefinden. John wusste, dass sich die Reise weiterentwickeln würde, aber die Prinzipien blieben bestehen. Er fühlte sich befähigt, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihm lagen. Mit einem Herzen voller Dankbarkeit blickte er auf seine Fortschritte zurück. John freute sich darauf, weiterhin neue Wege für die Gesundheit zu beschreiten. Er wusste, dass jeder Tag eine Gelegenheit war, zu lernen und zu wachsen. Auf dieser Reise ging es um mehr als nur um Gesundheit. Es ging darum, in vollen Zügen zu leben. John war bereit, die Zukunft anzunehmen und sich einem Leben voller Wohlbefinden verschrieben.